Herzlich willkommen zu Let's Play Red Dead Redemption, der Singleplayer. Und ja, ich habe jetzt endlich mal wieder Red Dead Redemption ausgepackt. Ich habe es mir am Release damals gekauft, vor 2 Jahren. Und ja, seit gut 2 Jahren habe ich es auch nicht mehr gespielt. Und jetzt hatte ich einfach mal Bock drauf, weil ich auch keine Ahnung mehr von dem Spiel habe. Und es soll eines der geilsten Spiele aller Zeiten sein. Und da habe ich mir gedacht, kannst du gleich mal ein Let's Play draus machen. Und jetzt sitze ich hier und zocke ein bisschen. Und jetzt drücken wir gleich mal auf Einzelspieler. Red Dead Redemption. Ist nun keine Speicherfehler gewahrt. Okay, dann wurde mein Speicherstand wohl gelöscht. Okay, dann machen wir halt einen neuen Speicherstand, auch nicht schlecht. Und ja, das Red Dead Redemption spielt im Western. Also ja, es ist ziemlich geil. Ich habe es früher echt gerne gezockt und ja, jetzt bin ich einfach mal wieder gespannt von der Story her, weil ich weiß echt gar nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass der Charakter John Marston, glaube ich, heißt. Und er ist ein richtig cooler Charakter. Richtig lebendig. Und ja, es soll halt wie GTA halt nur im Western, ja, im Western-Szenario sein. Und ja, man kann die auch jagen und mit dem Pferd reiten. Man kann richtig viel machen. Das ist auch das Coole an Red Dead Redemption. Und es ist dann eine offene Spielwelt, also richtig geil. Und da beginnt es schon. Oh ja, das sind wir schon. Rockstar Games presents. A Rockstar San Diego production. Red Dead Redemption. Oh yeah. Ein schöner großer Zug haben wir da. Und jetzt werden wir wahrscheinlich aus der Stadt gejagt, weil wir wahrscheinlich ein Bandit oder dergleichen sind. Oder waren. Schön. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor,
which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate, John's. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. But John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Ja, ja, Geld regiert die Welt. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Es scheint so, als wären wir angekommen. Und es war ein sehr schicker, oder ist immer noch ein sehr schicker Vorspann. Okay, jetzt können wir uns bewegen. Und unsere Aufgabe ist es, zum Salon zu gehen. Und wie beim Vorspann so schon gesehen hat, das sind ein paar, naja, eitle Stößel und 2 religiöse. Verkaufen uns eine Zeitung. Hallo! Wie man schon sieht, die Welt ist komplett offen begehbar. Das war das falsche Menü. Hier kann man vielleicht mal eine Karte zeigen. Das ist alles begehbar. Achtung. Alles, wirklich alles hier, was man hier sieht. Und es gibt auch verschiedene Gebirge wie Schnee und ja, Wüste. Das meiste ist eher Wüste und ja, da kann man auch jagen und so ein Zeug. Also ist richtig cool gemacht. Und jetzt müssen wir zum Saloon. Gehen wir mal hin und sprinten mal hin. Und der scheint besoffen zu sein. Oh yeah. Mr. Marston, over here! Was für ein ekelhafter Bastard. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to gag you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Okay. Da spielt einer natürlich Klavier, auch nicht schlecht. Erfolge Jake zu den Pferden, machen wir doch mal. Und das Pferdereiten ist auch echt richtig geil gemacht in Red Dead Redemption. Oh, habe ich den jetzt umgeschmissen? Egal. Da sind sie doch schon. Welches nehme ich denn? Ich nehme das hier, glaube ich. Oh, muss ich das nehmen? Nein. Schick, schick. Ich würde gerne sprinten. Ah, so. Begleitet Jake nach Fort Mercer. WTF, Alter. Damit es schneller wird. Der gedrückt wird verlangsamen. Okay. Kann es auch so machen? Ja. Hehe. Mal fett. Auf jeden Fall, die Welt ist auch ziemlich groß und cool. That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. Yeah. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old serrated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well,
He ain't been friends for a long time. Aber ich muss gerade mal sagen, der Sonnenuntergang ist irgendwie gerade richtig episch. Und der Typ ist irgendwie, naja, ich weiß nicht, seltsam. Und er hat uns gerade erzählt, dass es hier ziemlich wenige Leute noch gibt. Und ja. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a So ein lot worse than Perversling. Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't Alter y'all? Vater. Der kennt auch nicht hier treu zu sein. Wir reiten so ein bisschen im Zug hinterher. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich mit dem Zug fahren? Das weiß ich gar nicht mehr. Yeah. Mercer Station. Yeah. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. Oh That's ja. right. Und ich bin ja mal gespannt, wo wir denn hinreiten. Vielleicht gibt es gleich schon die erste Baller-Action. Und echt, die Pferdebewegungen sind echt richtig cool gemacht. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Okay. Wie scheint es immer ziemlich mysteriös und still vor allem. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Oh, Almost there, Mr. Marston. Just Kojoten, over ja, this hill. gegen die können wir dann auch irgendwann kämpfen. Auf jeden Fall kann man hier richtig viel Scheiße machen. Und da oben sind Adler dergleichen. Ja. Und ich glaube, hier könnte schon die erste Ballerei geben. Easy. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Alter Vater, was für ein Spacko. Der hat jetzt nicht vor, da reinzurennen, oder? Nähere dich Fort Mercer. Oh Gott, das bedeutet nichts Gutes. Ich glaube, wir kriegen gleich mächtig auf die Fresse. Komm, ein bisschen schneller. Geht es? Nee, doch. Natürlich. Slow down. So. Whoa there. Zack, da sind schon Viecher oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommt da auch noch jemand? Okay, ja. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right Ja. now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. Oh, da ist er. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh, da kommen zwei andere noch. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, Der John. knallt uns ab, oder? Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implored. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Au, das war knapp. Fuck. Oh. Was für ein Arschloch, Mann. Boah, aber trotzdem auf jeden Fall nett. WTF. Der will uns gleich aufessen, oder was? Oh, mir blutet aber ordentlich.
Jawohl, Leute, die uns helfen.